Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir sind jetzt hier im Zoo Dortmund im Plumplori-Gehege und hier leben derzeit zwei Zwergplumploris, Helene, die hier vorne im Busch liegt, und die haben wir gerade auch schon überrascht mit einem kleinen Snack mit zwei Heuschrecken. Haben wir so ein bisschen aufgeweckt, mag vielleicht ein bisschen gemein klingen, aber das ist auch nicht schlimm, wenn man das zwischendurch mal macht, weil ein Tier in der Wildnis, das kann ja auch nicht den ganzen Tag irgendwo rumliegen und seelenruhig schlafen, da wird man auch immer mal durch irgendwas gestört. Und Helene hat ja auch dankbar so ein bisschen verschlafen die Heuschrecken angenommen. Flori, der hat sich ziemlich hinten im Gestrüpp zurückgezogen, das ist das Männchen. Den konnten wir mit einer Heuschrecke nicht überzeugen, da mal rauszulaufen. Wir haben die Anlage jetzt hier komplett umgebaut bei uns im Zoo Dortmund über den Plumploris e.V. Das ist ein Verein, den wir hier in Dortmund gegründet haben, und der setzt sich ein für den Schutz, auch für die Erforschung von Plumploris in Süd- und Südostasien. Wir haben da ein Projekt auf Sumatra, wo wir eine Station aufgebaut haben mit einem Partner vor Ort, Tiere aus illegaler Haltung aufnehmen, die beschlagnahmt wurden, aufpäppeln und dann, ja, wenn sie soweit sind, wieder in die Wildnis entlassen. Und in Bangladesch engagieren wir uns jetzt auch. Das läuft gerade an, aber wir unterstützen auch noch Projekte auf Java zum Beispiel. Und dann setzen wir uns eben auch in Zoos für Tiere ein. Der Flori, der Zwergplumplori, der gerade noch in der Ecke oben liegt, der ist zum Beispiel geschmuggelt worden aus oder über Thailand, muss man ja sagen, nach Deutschland. Also ursprünglich muss er noch woanders herkommen, weil in Thailand gibt es keine Zwergplumploris. Das heißt, den hat man aus Laos vielleicht, Kambodscha, Vietnam oder China dann nach Thailand gebracht. Und von da aus ist er dann per Direktflug von Bangkok nach München gebracht worden, wahrscheinlich im Handgepäck geschmuggelt, wurde in Leipzig beschlagnahmt und ist dann hier über unseren Verein in Dortmund untergebracht worden. Dann wurde er mit Helene zusammengeführt. Ja, Helene ist ein bisschen älter schon, die haben so ein paar Spannungen manchmal in ihrer Beziehung. Er ist ein bisschen wild, sie ist eher so ein bisschen die ruhigere. Und wir kriegen jetzt über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, das EEP, also das EASA Exhibit Program, noch ein junges Weibchen demnächst. Und dann werden wir die hier in diesem Gehege zu dritt halten, wenn das klappt. Und wir können das Gehege hier aufteilen, wir können gerne mal ein bisschen gucken. Wir sind jetzt nicht mehr im Erweiterungsteil hier, den haben wir sehr gut strukturiert mit vielen Klettermöglichkeiten. Man muss ja immer bedenken, ein Plumplori kann nicht springen. Deswegen muss der hier beim Klettern natürlich immer irgendwo gucken, dass er da irgendwo anschließen kann, hier oben auf einen anderen Ast oder irgendwie sowas. Das heißt, ein Plumplori-Gehege muss sehr dicht strukturiert sein. Das muss quasi so eine Baumkrone imitieren. Das haben wir hier auch, denke ich mal, ganz gut gelöst. Die Tiere haben viele Versteckmöglichkeiten. Da ist viel Sichtschutz, die können sich auch mal aus dem Weg gehen. Die können dann durch Schieber hier oben in die anderen Anlagen weiterlaufen. Das heißt, der Erweiterungsteil, der hat 9 Quadratmeter. Hier haben wir nochmal 7 Quadratmeter. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich hinten. Dort haben die Tiere nochmal 8 Quadratmeter. Und wir könnten auch alle 3 Teile also einzeln abtrennen, indem wir die Schieber schließen. Und dann könnten wir Tiere einzeln halten. Das wäre vielleicht mal nötig, wenn die vielleicht Streit haben oder ein Jungtier oder irgendwie sowas. Wichtig bei so einer Trennung ist auch, dass die Plumploris so getrennt sind, dass sie noch Kontakt haben können, dass sie sich sehen können, riechen können, hören können und auch anfassen können. Deswegen sind sie dann hier am Gitter getrennt. Das heißt, zum Beispiel Helene hier, Flori da, die können im Kontakt schlafen, die können sich gegenseitig anfassen und verlieren sich nicht aus den Augen, weil das kann später zu Schwierigkeiten bei einer erneuten Zusammenführung kommen. Insgesamt sind das 24 Quadratmeter. Damit liegen wir auch deutlich über den Anforderungen des Säugetiergutachtens. Das ist ja eine Empfehlung vom Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft. Und die sagen eigentlich, dass man pro Paar nur 6 Quadratmeter braucht. Das heißt, jede einzelne Anlage wäre eigentlich hier so groß, dass man da sogar ein Paar halten könnte. Also wir könnten hier sogar 3 Paare halten, eigentlich sogar
auf der kompletten Fläche gesehen 4 Paare und werden immer noch den Anforderungen entsprechen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht dem Video ein Like zu geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.